Winzige Rezeptoren tasten eine Oberfläche ab, suchen nach dem einen entscheidenden Fehler. In einem Bruchteil einer Sekunde fällt das Urteil: Vernichtung. Doch was hier gerade in den Tiefen unseres Gewebes zerstört wird, ist kein tückisches Virus und kein bösartiger Tumor. Es ist eine gesunde, lebensnotwendige Zelle unseres eigenen Körpers. Die präziseste Waffe der Evolution, das Ergebnis von Jahrmillionen der Optimierung, hat ihr Zielobjekt verwechselt. Was als undurchdringlicher Schutzwall gegen die Außenwelt gedacht war, verwandelt sich in diesem Moment in eine unaufhaltsame Abrissbirne. Jährlich verlieren Millionen Menschen diesen lautlosen Kampf, nicht gegen äußere Feinde, sondern gegen sich selbst. Wenn das Immunsystem die Orientierung verliert, wird das biologische Überlebensprogramm zum eigenen Todesurteil. Wir nennen es Autoimmunität, doch für die Betroffenen ist es ein Krieg im Inneren, gegen den es bisher kaum einen Waffenstillstand gibt. Um zu verstehen, wie dieser Orientierungsverlust möglich ist, müssen wir dorthin zurückkehren, wo die Diplomatie des Überlebens gelehrt wird, in den Thymus. Dieses unscheinbare Organ hinter dem Brustbein fungiert als härteste Eliteschule der Biologie. Hier lernen junge Immunzellen die wichtigste Lektion ihres Lebens, die Unterscheidung zwischen Selbst und Fremd. In einem gnadenlosen Selektionsprozess werden jene Rekruten aussortiert, die körpereigenes Gewebe attackieren würden. Doch dieses diplomatische Protokoll ist nicht fehlerfrei. Manchmal scheitert die Erkennung an einer tückischen Täuschung, der sogenannten molekularen Mimikrie. Krankheitserreger tarnen sich dabei mit Oberflächenstrukturen, die unseren eigenen Zellen zum Verwechseln ähnlich sehen. Wenn das Immunsystem daraufhin den Befehl zum Angriff gibt, gerät die Grenze zwischen Freund und Feind ins Wanken. Plötzlich werden harmlose Pollen oder die isolierende Schicht unserer Nervenbahnen als tödliche Invasoren markiert. Ein winziger Fehler in der Identitätsprüfung reicht aus, um die biologische Präzisionswaffe gegen das eigene Fundament zu richten. Doch diese fatale Fehlentscheidung der körpereigenen Abwehr ist längst kein rein biologisches Versehen mehr, sondern zunehmend eine Folge unseres modernen Lebensstils. Während unsere Vorfahren über Jahrmillionen im ständigen Austausch mit Dreck, Keimen und Parasiten standen, leben wir heute in einer nahezu klinisch reinen Blase. Genau hier setzt die Hygienehypothese an. Unser Immunsystem gleicht einem hochspezialisierten Elitesoldaten, der plötzlich in einen leeren, sterilen Raum gesperrt wird. Ohne echte Bedrohungen durch gefährliche Pathogene gerät das System in einen Zustand chronischer Unterforderung. Die Folge ist eine paradoxe Überreaktion. Mangels echter Arbeit beginnt die gelangweilte Abwehr, Phantomfeinde zu jagen. Harmlose Gräser, Pollen oder Eiweiße in der Nahrung werden plötzlich wie tödliche Invasoren behandelt. Dieser zivilisatorische Fortschritt ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben die großen Seuchen besiegt, doch der Preis dieser Reinheit ist ein Immunsystem, das vor lauter Orientierungslosigkeit beginnt, den eigenen Körper zu attackieren. Doch dieser interne Konflikt ist erst der Anfang einer gefährlichen Eskalationsspirale. Während Allergien wie Heuschnupfen oft nur lästig sind, führt die echte Autoaggression in eine Sackgasse der Selbstzerstörung. Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Typ-1-Diabetes zeigen, was passiert, wenn die biologische Abwehr ohne Bremse agiert und lebensnotwendiges Gewebe systematisch auslöscht. Gleichzeitig existiert jedoch ein noch düstereres Szenario, das genaue Gegenteil der Überreaktion. Wenn das Immunsystem nicht zu viel, sondern zu wenig tut, entsteht eine tödliche Stille. Diese Immunschwäche ist die Stunde der Verräter im eigenen Körper. Mutierte Zellen, die normalerweise sofort erkannt und eliminiert würden, können nun ungehindert wuchern. Krebszellen nutzen diese Schwäche aus, indem sie sich tarnen oder die Abwehrzellen regelrecht einschläfern. So wird das System, das uns eigentlich schützen sollte, durch seine eigene Passivität zum Komplizen unseres Untergangs. Doch genau hier, an diesem Tiefpunkt der biologischen Wehrlosigkeit, setzt ein radikaler Paradigmenwechsel der modernen Medizin an. Wir begreifen allmählich, dass die Antwort auf diese Krisen nicht in der bloßen Unterdrückung unserer Abwehrkräfte liegt. Wer das Immunsystem pauschal ausschaltet, um Autoaggressionen zu stoppen, öffnet gleichzeitig die Flanken für neue Invasoren. Deshalb gehört die Zukunft nicht der chemischen Unterdrückung, sondern einer gezielten Umschulung. Es ist die neue Definition unserer biologischen Identität, weg von der blinden Zerstörung hin zu einer intelligenten Moderation.
Innovative Ansätze versuchen heute dem System beizubringen, wieder präzise zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, indem sie Immunzellen wie ein Präzisionswerkzeug neu programmieren. Nur wenn wir dieses fragile Gleichgewicht zwischen notwendigem Schutz und gefährlicher Selbstzerstörung wiederherstellen, gewinnen wir die Kontrolle über unsere innere Architektur zurück. Das Ziel ist kein steriler Körper, sondern ein wehrhafter Frieden.